Hallo Jürgen. Hallo. Hallo, du bist ja hier mit zuständig für die Organisation hier am Platz. Ich bin mit dem Orga-Team. Richtig, mit ganz vielen. Ja, wir haben Freitagnachmittag. Ja. Und kommen noch immer Leute, oder? Ja, immer noch. Kommen reichlich noch an, jetzt gerade kam auch ein ganzer Schwung. Manche sogar, die noch nicht angemeldet waren. Aha. Überraschungsgäste quasi. Ne? Ja, nee, ist ja gut. Also dann wird die 500 Marke Ja. an Mobilen geknackt hier. Die haben wir jetzt schon. Die habt ihr jetzt schon, Ja. Ne, okay. Und man kann also, es ist immer noch Platz, man kann immer noch kommen. Ne? Ja, wir schicken, wie sagt Wolfgang Rausch immer, wir schicken keinen nach Hause. Ja, richtig, genau. Ne? Also das Wetter spielt mit. Ja, wunderbar. Ne? Genau. Und, was wollen wir mehr? Ja. Ne? Danke dir soweit. Doch, wir wollen noch einen Sieg morgen für Fußball. Ja, das wollen wir. Okay. Danke euch. Ja, tschüss. Es gibt noch einiges zu berichten über das internationale Wohnmobiltreffen in Klösserath. Herzlich willkommen zu diesem Video. Das Treffen wurde ja verlegt von Ende Mai auf Ende Juni. Es gab das Problem mit dem Hochwasser, man sieht es teilweise noch. Hier an den Stromanschlüssen sieht man, wie hoch das Wasser hier gestanden hat. Es handelt sich um ein offenes Treffen, also jeder, der Lust hat drauf, kann hier dran teilnehmen. Wenn man vorher reserviert hat, ist natürlich nicht verkehrt, aber auch ohne Reservierung hat man immer irgendwie einen Platz hier bekommen. Vom großen Liner bis hin zum Kastenwagen, alle sind hier herzlich willkommen. Natürlich auch die selbst ausgebauten Fahrzeuge, da gibt es hier verschiedene. Einen habe ich hier so vor der Kamera und da hören wir mal rein. Geht jetzt durcheinander, ne? Nee, ich nur mal einfach. Du hast hier jetzt so ein etwas größeres Fahrzeug. Ja, genau. Ja. Was ist das? Ist Steyr 15 S23 Ja. von der österreichischen Feuerwehr, Aha. umgerüstet zum Expeditionswohnmobil. Ja. Und den hast du selber so gebaut, oder? Den haben wir selber so gebaut, ja. Ja, Ich schön. habe teilweise natürlich Hilfe dabei gebraucht, weil ich kann keine Schlosserarbeiten und Ja. irgendwo kommen Grenzen, aber ja, ich sag mal 70–80%. Sag mal was zu den Daten. Der ist, wie viele Tonnen hat der? 15. 15 Tonnen. 15 Tonnen Wie Gesamtgewicht. lang? Gesamtlänge, lass mich nicht lügen, 9,80 Meter. 9,80 Meter. Oh, das geht ja noch. Ja. Richtig. Und wo fährst du damit hin? Er ist dazu gebaut, eine Weltreise zu machen. Oh, und das hast du auch noch vor? Das haben wir jetzt vor, Ja. bis ich in den Ruhestand reinkomme und dann, Ja. das sind noch 3–4 Jahre und dann wollen wir los. Und wir Ja. haben den jetzt fertig. So können wir ihn schön ausprobieren in Europa und Ja. ein bisschen drumherum, Ja. damit wir wissen, wo die Kleinigkeiten fehlen Ja. und dann schlussendlich in ein paar Jahren richtig weg zu können. Schön. Sag mir noch mal kurz deinen Vornamen. Mein Vorname ist Thomas. Thomas, danke dir für deine Ausführungen. Gerne. Bis zum nächsten Dir Mal. noch eine schöne Zeit hier. Auch, danke dir. Akku, ciao. Natürlich gibt es hier auch noch viele andere selbst ausgebaute Wohnmobile, spezielle Wohnmobile, aber darüber möchte ich in meinem speziellen Video dann berichten. Dann gibt es einen neuen oder relativ neuen Hersteller von Wohnmobilen, der individuelle Fahrzeuge baut und das zu wirklich interessanten Preisen. Aber auch dazu mehr in einem weiteren Video. Diese Mischung aus fröhlichem Beisammensein und einer kleinen Messe finde ich eigentlich ganz schön. Und wir treffen hier natürlich viele bekannte Gesichter, die wir von unseren Reisen kennen. Aber es sind auch Camper, die uns hier treffen, die unseren Kanal lieben. Und das freut uns auch. Gibt's ja nicht. Hätte ich fast übersehen. Ja. Hallo, ich wünsche erstmal Leute guten. werden immer übersehen. Ich wünsche erstmal guten Appetit. Ich möchte euch auch nicht beim Essen stören. Aber es ist ja schön, dass wir uns hier wieder treffen. Ja, geil. Ja, man kennt euch ja von dem einen oder anderen Video aus meinem Kanal. Genau. Ja, wir genau. sind immer auf Harkos Spuren. Ja, Deswegen das sind freut wir uns. auch hier. Das freut uns, ja. Schönen Abend noch. Wir sehen uns. Danke. Ja, das waren Udo und Simone, die haben wir vor vielen Jahren in Spanien kennengelernt und freuen uns immer, wenn wir uns mal wiedersehen. Am Abend trifft man sich hier auf dem zentralen Platz. Hier gibt es was zu trinken, hier gibt es was zu essen und Live-Musik auf der Bühne. Wir haben uns an diesem Abend für einen Flammkuchen entschieden. Ich glaube, so heißt er. Sieht so ein bisschen ähnlich aus wie eine Pizza, schmeckt aber ganz anders. Man kann bei der Herstellung hier zusehen und dann nimmt man sich das Ganze mit an den Tisch, holt sich dazu noch eine schöne Flasche Wein, Moselwein natürlich, und dann lässt man sich's schmecken. Wer lieber einen Steak isst oder eine Bratwurst und der hat Pommes dazu, das ist hier auch möglich, kann man natürlich hier auch haben.
Etwas später füllt sich der Platz immer mehr. Einige Camper haben vor ihrem Wohnmobil gegrillt und kommen dann hierher, um den Abend hier ausklingen zu lassen. Ich kann leider nicht die Originalmusik hier abspielen, da das Ganze natürlich urheberrechtlich geschützt ist. Deshalb unterlege ich das Ganze hier mit meiner Musik. Dann haben wir ja hier noch den großen Showtruck mit der LED-Wand. Hier werden die Fußballspiele der EM gezeigt. Und es wurden auch Videos von meinem Kanal hier gezeigt. Gefeiert wird natürlich auch noch, aber das geht natürlich nicht bis in die Morgenstunden, sondern vor Mitternacht ist da die Party zu Ende, sodass wir dann alle in Ruhe schlafen können. Am nächsten Morgen bin ich mal wieder bei den Gewerbetreibenden vorbeigegangen und da habe ich eine ganz interessante Geschichte erfahren hier mit Fahrschule und da hören wir mal rein. Ja, jetzt erzähl was zu deiner Fahrschule. Ja, hallo Harko, Thorsten ist mein Name. Ja. Wir betreiben in Dormagen eine Fahrschule aller Klassen. Der Name Toto77 leitet sich aus meinem Vornamen ab. Toto ist mein Spitzname, mein Baujahr 77. Und ja, meine Frau und ich haben gesagt, perfekt, das müssen wir einfach nehmen. Ne? Das passt einfach wie die Faust aufs Auge. Ja, und du machst in kurzer Zeit oder kann man bei dir in kurzer Zeit den Führerschein für LKW machen, sage ich mal so einfach. Man kann bei uns tatsächlich in 7 Tagen den Führerschein C1 und C1E machen oder wer möchte gerne in 10 Tagen den Führerschein CC. Was ist CC? Über 7,5 Tonnen. Ach so, ja. Also für die ganz Großen. Ja, genau. Ja, Ja. Die jungen Menschen brauchen ja heute schon. Tatsächlich. Die Die kommen brauchen- jetzt mittlerweile, kommt der Jahrgang in das Alter, wo man sagen könnte, ja, das ist was für mich, das kann ich machen. Ja, und die brauchen dann halt mindestens diesen C1, C1E-Führerschein, Ja. um halt große Wohnmobile zu fahren. Wie sowas. Ja, genau. Ja. Ja, das ist ja noch nicht so ganz groß. Es gibt ja Ach, noch danke. größere. Gibt ja noch größere. Nee, also wenn man dann, gibt ja auch 20 Tonner oder so. Ja. Die da, Ja, das ist aber dann schon C und CE. Dann, Ja, ne? genau. Ja. Ja. Ich darf ja mit meinem alten, der Klasse 3, noch bis 7,5 Tonnen fahren. Du bist raus. Ja, ich bin raus, richtig. Ja, wunderbar. Wo findet man dich? Oder In euch? Dormagen, das ist Dormagen. zwischen Düsseldorf Ah, ja. und Köln. Ja. Ja. Danke dir. Harko, ich danke dir. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Ciao. Erzähl, du hast eine Werkstatt und machst Unterbodenschutz? Ja, wir sind die Firma Fahrzeugtechnik Hein. Ja. Uns findet ihr in Ulmen und wir haben uns spezialisiert auf das Thema Unterbodenschutz, Unterbodensanierung an Wohnmobilen. Aha. Das sind wir. Ja, schön. Auch die beiden sind dabei, Jens und Manu. Sie bieten hier auf dem Treffen ihre Schnurrauflagen an, sind ja auch bekannt, wahrscheinlich durch ihren YouTube-Kanal. Ja, aber wir sind ja Wohnmobil. Und schon gar keine Werbung drauf. Auch das fand ich ganz interessant. Eine Erleichterung, um zum Beispiel den Wassertank im Wohnmobil zu füllen. Das machen wir mal weg. Also die Ausgangsbasis ist der Tank, der mit bis zu 25 Litern Frischwasser befüllt werden kann an jeder Station. Und dann haben wir zum Umfüllen einen Wasserschlauch mit 2 Anschlüssen, die zum einen an den Tank direkt passen und einen Elektroanschluss, mit dem die eingebaute Pumpe in Betrieb genommen wird. Und dann kann auf diese Art und Weise der Tank befüllt werden. Ah ja. Das heißt also, wenn man jetzt keine Möglichkeit hat, Wasser mit einer Gießkanne aufzufüllen, Oder keine hat oder sich die Arbeit nicht machen will Ja, und okay. halt ebenso schwer zu schleppen mit 10 Litern. Hier hat man 25 Liter auf Rollen. ah ja, okay. Ne? Das Genau. ist ja deutlich einfacher. Ja. Und dann haben wir schon mal den Tank an sich. Der lässt sich darüber hinaus natürlich auch noch als Dusche bei dem schönen Wetter nutzen. Um sich mal zwischenzeitlich frisch zu machen, stecken wir wieder den Strom rein und können damit auch duschen. Oh ja, Oder zumindest sich mal erfrischen. schön. Ne? Interessant. Und wo kann man das käuflich erwerben? Dieser Tank wird von uns produziert und ist zu bekommen bei Camperstationen. Ach so, das online. Camperstation.de ist unser Online-Shop. Ja, okay. Und, da kann, und darf man noch wissen, was kostet sowas? Der Tank kostet 116 € Ja. und die Dusche extra dazu 134. Okay. Also beides zusammen 139 oder getrennt, wie man es braucht. Okay. Ne? Wunderbar, Dankeschön. Jo, gerne, bitte.
So, jetzt komme ich hier zu zwei Campern, die ein größeres Fahrzeug hier besitzen und auch vermieten. Und die beiden möchte ich jetzt mal befragen. Stellt euch bitte selber einmal kurz vor. Hallo, mein Name ist Nicole. Ich heiße Christoph. Ja, ihr besitzt dieses Mobil, unter anderem muss man sagen. Ihr habt nicht nur dieses, sondern ihr habt mehrere Wohnmobile in der Vermietung. Genau, wir haben 5 Wohnmobile in der Vermietung. Das ist jetzt unser größtes Auto. Wir haben noch 3 kleine. Wir haben einen Niesmann Arto und 3 kleine 3,5 Tonner Wohnmobile. Die sind alles neue Autos und wir vermieten die jetzt seit ein paar Monaten. Wir kommen aus Lotte bei Osnabrück, falls das interessant ist. Und ja, wie gesagt, wir vermieten jetzt seit ein paar Monaten Wohnmobile und wir haben schon mega viel Spaß daran. Ja, schön. Jetzt ist dies ja ein extremeres Fahrzeug oder sagen wir mal so, oder ein großes Fahrzeug. Sag uns mal was zu den Daten. Was ist, wie groß, wie lang, wie schwer, wie hoch? Okay, das ist ein Morelo Grand Empire. Grand Empire, genau. Der hat 26 Tonnen Gesamtgewicht. Wir haben eine Höhe von 3,99 Meter, 2,55 Meter breit, 12 Meter lang. Und der ist auf einem Mercedes Actros Fahrgestell und hat 26 Tonnen Gesamtgewicht. Genau. Okay, also da muss man ja schon den LKW-Führerschein haben, wenn man so ein Auto dann fahren möchte. Ja. So, jetzt stelle ich mir das ein bisschen schwierig vielleicht vor. Wenn jetzt ein LKW-Fahrer kommt, gut, da wäre es jetzt kein Problem, aber bei so einem Otto-Normalverbraucher, wie ich es ja jetzt auch bin, da wäre es ja dann schwieriger. Oder wie handhabt ihr das da? Also von der Fahrdynamik her sind uns LKW-Fahrer sehr lieb, weil die natürlich entsprechende Erfahrung haben mit großen Autos. Ja. Ansonsten, wir führen eine Einweisung durch, die dauert 4, 5, 6 Stunden, je nachdem wie fit die Leute halt sind. Und dann fahren wir auch wo mal Probe und schauen halt, ob das für denjenigen auch was ist. Ich meine, die Führerscheinklasse muss er halt haben, C, Raucher oder aber alte Klasse 2. Ja. Aber schön ist natürlich, wenn derjenige auch irgendwie Fahrerfahrung hat. Also nicht bei der Bundeswehr vor 20 Jahren mal einen Führerschein gemacht und dann nie wieder einen LKW gefahren. Ja? Genau. Und unser Ziel ist natürlich schon, dass wir das Auto heile wieder irgendwann wieder zurückbekommen. Ne? Wo findet man euch? Hattest du eben schon gesagt. Genau, wir sitzen am Südend von Niedersachsen oder am nördlichen NRW, links neben Osnabrück in Lotte, direkt am Autobahnkreuz Lotte. Kennen die meisten eigentlich so aus dem Radio, ne, wenn Stau ist. Ne? Ja. Wir würden allerdings für die Vermietung, für alle die keine Klasse 2 haben, das Fahrzeug natürlich auch überall hinbringen. Ach so, das macht ihr auch? Genau, also wenn jemand sagt, er hat keine Klasse 2, würde das Fahrzeug aber gerne mieten für 2 Wochen Kroatien zum Beispiel, würden wir ihn natürlich auch nach Kroatien bringen und ihn dann dort übergeben. Ah ja, das ist ja auch eine tolle Sache. Ja, okay. Ja, wir blenden, glaube ich, mal die E-Mail-Adresse oder irgendeine Anschrift oder was ein, damit die Leute, die jetzt vielleicht an sowas mal Interesse haben, weil es ja nicht sowas jeden Tag zu sehen gibt oder überhaupt angeboten wird. Und vielleicht kannst du eine oder andere ja gebrauchen. Ja. Genau, also wir haben hinten in der Garage vermieten wir einen neuen Mini Cabrio mit dem Auto, sodass wenn wir das Auto halt dann nach Kroatien oder Italien, Spanien hinbringen, ist derjenige da mobil, wenn er auch keinen Führerschein hat für einen LKW und dann holen wir nach 2, 3 Wochen das Auto wieder ab. Wunderbar. Ich danke für die Informationen. Ja, vielen Dank. Euch noch einen schönen Tag. Danke. Dankeschön. Tschüss. Danken müssen wir auch dem Wolfgang Horsch, der das Ganze hier organisiert, natürlich mit seinem gesamten Team zusammen. Aber Wolfgang möchte etwas kürzer treten und möchte diese Organisation jetzt abgeben und sucht einen würdigen Nachfolger. Vielleicht ist jemand dabei, der Interesse daran hat. Er wollte mich überreden dazu, hat aber nicht geklappt. Aber ich weiß nicht, du weißt, ich bin 73 Jahre jung, alt, so, und da hat man eigentlich nicht mehr die Ambition, sowas von mal zu übernehmen. Du machst das ja gut. Du findest bestimmt auch einen würdigen Nachfolger, denke ich, bei so einem Treffen. Das sollte eigentlich weitergehen und weiter bestehen. Und gerade weil hier ja auch nicht nur 10 Mobile kommen, sondern es waren ja einige 100, die hier gekommen sind und noch da sind. Insofern glaube ich und hoffe ich, dass wir da einen würdigen Nachfolger finden, wenn du es nicht mehr machen willst. Aber ich denke, du bist ja auch nicht mehr in deinem
deinem Unternehmen so beschäftigt. Du hast jetzt als Pensionär, hast du ja jetzt ein bisschen mehr Zeit und kannst vielleicht sowas dann doch wieder immer auf die Beine stellen. Dankeschön, Wolfgang. Vielen, vielen Dank auch. Und es ist für mich steht ein Entschluss fest. Seid mir nicht böse, nicht nachtragend. Das Lied heißt Time to Say Goodbye. Ist halt mal so. Ich bin jetzt 68. Ich glaube, ich habe lange genug gearbeitet. Das hier hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich werde auch weiter in einem Team bleiben. Aber wir brauchen jemanden, der vor mir jetzt steht. Weil jetzt sind Enkelkinder, Familie mit 68 wichtiger. Seid mir nicht böse, aber es wird weitergehen. Und im Team wird sich jemand finden, der auch meine Unterstützung hat, aber mich etwas schon ein bisschen mehr als wie entlastet. Das wollen wir ausnutzen und da darf mir auch keiner böse sein, wenn wir das jetzt mal so für die Familie umsetzen, weil jeder Tag zählt. Letzter Satz von mir. Meine Devise ist, ich mache so lange noch Videos, solange Roland Kaiser auch noch singt. Vielleicht machst du das auch so weiter. Ach, so ein schönes Abschlusswort. Also. Dann kam der Samstagabend, Fußballabend, Deutschland-Dänemark. Alle wollten gerne hier schauen, aber dann kam das Problem mit dem Wetter. Leider musste die ganze Veranstaltung dann zwischenzeitlich abgebrochen werden, da ein Gewitter aufzog mit schwerem Regenfall. So haben die meisten das Fußballspiel dann wohl in ihrem eigenen Wohnmobil geschaut. Dann kam der nächste Morgen. Es hat in der Nacht immer wieder geregnet und jetzt am Morgen regnet es auch. Man sieht große Wasserpfützen. Auf den normalen Stellplätzen gab es kaum Probleme mit dem Untergrund. Anders war es auf der Ausweichwiese. Dort gab es immer wieder Probleme mit Fahrzeugen, die nicht durchkamen. Wolfgang und auch der Platzbetreiber hatten aber organisiert einen großen Traktor, der dann die Fahrzeuge hier rausgezogen hat. Schwierigkeiten hatten nicht nur Vorderrad angetriebene Wohnmobile, auch Hinterrad angetriebene mit Zwillingsreifen hatten Probleme. Und wer ausreichend Schwung drauf hatte, der hat es dann auch geschafft, hier durchzufahren durch den Matsch. Der Boden wurde immer weicher, so mussten immer mehr Fahrzeuge rausgeschleppt werden. Ich denke, der Trecker hatte den Vormittag bestimmt gut zu tun. Udo und Simone waren auch betroffen, aber wer die beiden kennt, der weiß, sie haben immer gute Laune, auch in solchen Situationen. Ja, wir haben uns festgefahren, da wir die Erfahrung noch nicht so haben. Nee. Und ja. Aber der Trecker hat euch rausgezogen. Ja, wir haben Glück gehabt. Ja, wir haben alles schon nette Mitarbeiter hier, die gute Fahrzeuge haben und ja, es hat dann doch geklappt. Jo. Wir ziehen die anderen auch noch raus. Da müssen wir noch ein paar mehr, ja. Ja, es ist echt. Ja, man hat nicht die Erfahrung, sag ich mal, so. Da ist ein Fronttriebler und ja, bleibt nicht aus. Reifen hat sich zugesetzt und dann war es vorbei. Alles klar. Aber gute Reise. Ja, euch auch, ne? Danke. Ciao, wir sehen uns in Spanien. Genau. Ciao. Für uns gab es keine Probleme, wir sind ohne Probleme rausgekommen und runtergekommen vom Platz und so konnten wir dann ganz in Ruhe unsere Rückreise Richtung Heimat antreten. Für uns war es ein interessantes Wochenende, wir haben gerne an dieser Veranstaltung teilgenommen, viele nette Gespräche geführt und werden beim nächsten Mal bestimmt wieder dabei sein. Das war's mal wieder, ich sage wie immer Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye bis zum nächsten Mal.